Liebe Lebenskünstler, ich bin Schwester Enrika. Und ich bin Schwester Franzi Marie. Und auf diesem Kanal sprechen wir mit euch über christliche Lebenskunst. Heute geht es uns darum, den inneren Rückzugsort für unsere Seele zu entdecken. Den Ort, der nur für Gott und für mich reserviert ist. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Diesen Spruch von Goethes Faust gibt es auch häufig so als Wandtattoo. Was Goethe da beschreibt, das kennt wohl jeder von uns. Ein Ort der Geborgenheit, der Stille, der Ruhe, ein Rückzugsort für unsere Seele. Danach hat doch jeder Sehnsucht. Hier kommen wir langsam den innersten Burgräumen auf die Spur. Und hier kommt man nur hinein, wenn man sich auskennt, wenn man weiß, wo dieser innerste Raum, diese innerste Kammer, die sogenannte Kemenate, zu finden ist. Und diesen Raum darf eigentlich niemand betreten, außer die Person, für die die Kemenate bestimmt ist. Meine Kemenate. Ist doch interessant, dass die Burg so einen Raum hat. Offensichtlich war klar, dass es diesen Raum braucht. Es war der Kaminraum, oft der einzig beheizbare Raum der Burg. In unserer lauten und hektischen Zeit, da spüren wir immer wieder ein Bedürfnis nach Ruhe, nach Ausruhen, aber auch ein Bedürfnis nach Tiefe, nach ein sich hineinsenken lassen in das Göttliche, ein Ausruhen beim lieben Gott. Wir möchten einfach heimkommen zu Gott. Auf unserem Instagram-Kanal hat sich eine Abonnentin vor einiger Zeit gewünscht, eine Auszeit bei Gott. Die Sehnsucht danach ist riesig. Ausruhen bei Jesus. Das war damals die Szene beim letzten Abendmahl, als sein Lieblingsjünger Johannes sich angelehnt hat an die Brust Jesu. Ausruhen und ganz bei ihm sein. Das ist ein Bild voller Wärme. Und weil alles menschliche Leben Begegnung ist, ist dieser Rückzug und das Alleinsein die Voraussetzung für die eigentliche Begegnung, die am tiefsten geht, die Begegnung mit Gott. Die kann gar nicht geschehen, wenn ich nur an der Oberfläche bleibe und ständig Lärm um mich herum habe. Wir haben das alle schon einmal erlebt, wenn wir irgendwo ganz alleine unterwegs sind, auch draußen in der Natur, beim Joggen oder wenn wir einfach nur auf dem Balkon sitzen und zur Ruhe kommen. Auf einmal spüren wir etwas Tieferes, ein Du, das uns anschaut, die Gegenwart Gottes. Martin Schleske, der berühmte Geigenbauer, erzählt, wie er sich zum Beispiel in der Mittagspause immer wieder in die Dachkapelle in seiner Werkstatt legt, um bei Gott auszuruhen. Er liegt da in konzentriertem Schweigen vor Gott. Und in diesem liebenden Schweigen entsteht ein Dialog mit seinem Schöpfer. Und bei so einer Gelegenheit wird ihm klar, dass das Eigentliche des Glaubens in Vertrauen besteht und auch in Ehrfurcht. Eine Verneigung der Seele vor dem Geheimnis Gottes, Gottes Furcht. Dafür ist es wichtig, dass ich selbst diesen Ort in mir aufsuche, ihn wahrnehme und mich immer wieder dorthin zurückziehe. Und zum anderen, dass ich Gott eintreten lasse. Es ist der Raum für die Begegnung mit ihm, dann, wenn ich das möchte. Es gibt eine wunderschöne Stelle bei Ernesto Cardenal, diesem priesterlichen Poeten, der auch schon nicht mehr lebt, wie er beschreibt, was diese innerste Kammer in unserer Seele ausmacht. Alle Menschen nennen eine innere Kammer ihr eigen. Im Innern jedes menschlichen Wesens gibt es einen Raum, einen ganz persönlichen Bereich, zu dem nur Gott Zutritt hat. Aber die meisten Menschen ignorieren das Vorhandensein dieses innersten Raumes und darum ist ihr Herz leer und ohne Liebe. Denn die menschliche Liebe, selbst die allerheftigste nicht, dringt jemals in diesen Bereich vor. Gott ist es, der draußen steht und darauf wartet, eingelassen zu werden. Gott ist dieses innerste Gefühl der Einsamkeit in uns und das Wissen, dass es einen Gefährten gibt, der uns von Geburt an begleitet. Unsere Seele ist das Prunkgemach, zu dem nur Gott einen Schlüssel hat. Und wenn er nicht eintritt, dann bleibt es eben leer. Unsere Sinne können wir sättigen bis zum Überdruss. Bis in die Seele dringt das alles gar nicht vor. Nur er hat den Schlüssel zu unserem Sein. Wenn dieser Raum leer steht, dann ist der Mensch von Unruhe, Angst und Überdruss bewohnt. Dann helfen ihm weder Geld noch Besitz,
noch alle Schätze der Erde. Und dann kann es geschehen, dass die unterdrückte Seele, so lange der Liebkosung Gottes beraubt, nachts wach wird und erschrocken ist über ihre eigene Leere. Gott steht schon lange vor der Tür meiner Kemenate und wartet nur darauf, dass ich aufmache, wenn er anklopft. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür mir öffnet, dann werde ich bei dem eintreten. Wir üben also die innere Seelenführung, eine Seelsorge, die uns auch in Krisenzeiten helfen kann. Ein fester Halt im eigenen Herzen, eine tiefe Verankerung in Gott. Das wirft uns nicht so leicht aus der Bahn. Was hilft uns, das zu üben und zu lernen, bei Gott auszuruhen, mit ihm allein zu sein? Die Natur zum Beispiel. Ein schöner Wanderweg, ein Waldweg. Wobei es interessanterweise oft nicht die Wildnis ist, die uns animiert, irgendwie in der Natur auszuruhen, sondern eher so ein überschaubares Stück Natur. Also etwas, was kultiviert wurde, so auch mein Balkon, die Dachterrasse oder eben auch ein schöner Raum. Oder auch nur eine schöne Ecke in meinem Zimmer, die ich schön hergerichtet habe und die positiv auf mich wirkt. Da ist zum Beispiel ein schönes Bild an der Wand oder ich habe eine Kerze stehen, auch ein Kreuz oder ein Marienbild. Sozusagen wie ein kleines Heiligtum in meinem Zimmer, in meiner Ecke, mit Dingen, die mir heilig sind. Was dann geschehen kann, das sagt Pater Kentenich, dieses Ausruhen bei Gott, das ist ein Ausatmen der eigenen Erbärmlichkeit oder Schwäche und das Einatmen Gottes. Das ist im Grunde lieben lernen, denn in der Krise wird die Liebe allein das Tragende sein, so sagt es Martin Schleske. So wie Jesus Petrus ganz am Ende nicht gefragt hat, glaubst du an mich, sondern liebst du mich? Einatmen die Liebe Gottes, ausatmen die eigene Schwachheit. Und das ist unsere Hausaufgabe für euch. Euch jeden Tag zurückzuziehen, vielleicht nur ein paar Minuten und das einmal zu üben. Also Gott die Tür eures Herzens zu öffnen und seine Liebe einatmen und die eigene Schwachheit, Begrenztheit ausatmen. So wird unser Herz immer mehr zu diesem schönen Ort, zu einem Heiligtum. Soweit für heute und bis zum nächsten Mal.